Hallo ihr Lieben, ich backe heute meine eigene Geburtstagstorte. Das ist nämlich der Vorteil, wenn jeder aus seinem Umfeld weiß, dass du gerne backst, dann kriegt man keine mehr, dann macht man sie sich eben selber. Und wir machen eine richtig leckere mit Vanillebiskuit, einem White Chocolate Frosting. Ich liebe alles, was mit weißer Schokolade zu tun hat. Und ein bisschen Frucht ist auch noch mit dabei fürs gute Gewissen. Und jetzt zeige ich euch hier die Zutaten. Hier habe ich meinen Vanillebiskuitboden gebacken. Das Rezept dazu, das findet ihr schon auf meinem Kanal. Ich habe hier die Mengenangaben wie im Rezept genommen, mit dem einzigen Unterschied, dass ich das in zwei 22 cm Springformen gebacken habe. Des Weiteren haben wir hier etwas Sahne, außerdem weiße Kuvertüre gehackt, Puderzucker, weiche Butter, etwas Aprikosenmarmelade und Mandarinen aus der Dose. Wir starten jetzt zuallererst mit der weißen Kuvertüre und der Sahne. Die Sahne habe ich mir gerade in der Mikrowelle erhitzt, sodass sie gerade anfing hochzusteigen. Und jetzt gebe ich das einmal über die gehackte weiße Kuvertüre. Und jetzt den Deckel drauf geben und 5 Minuten ruhen lassen. Nach 5 Minuten ist die Schokolade schon so ein bisschen in der heißen Sahne geschmolzen. Und jetzt nehmen wir uns unseren Schneebesen und verrühren das einmal, dass es alles schön glatt ist. So, jetzt ist alles gut miteinander verbunden und wir haben eine homogene Masse. Die muss jetzt allerdings auskühlen. Das dauert so 20 bis 30 Minuten, dann können wir sie erst weiter verarbeiten. So, die Ganache ist jetzt abgekühlt und wir können weitermachen. Unser Frosting besteht ja aus Ganache und aus Butter und Puderzucker. Ich gebe jetzt die weiche Butter bzw. zimmerwarme Butter in die Schüssel meiner Küchenmaschine. Ihr könnt aber auch euer Handrührgerät verwenden, dann dauert es nur ein bisschen länger. So, jetzt gebe ich das einmal rein, Puderzucker gleich hinterher und dann wird das schön cremig aufgeschlagen. Fünf Minuten hat das Ganze jetzt bei mir gedauert. In der Küchenmaschine mit dem Handrührgerät schlagt die Butter etwa 8 Minuten lang cremig und dann ist sie richtig schön hell. Und an der Stelle geben wir jetzt auch noch die Ganache mit rein und arbeiten die in einem dünnen Strahl mit ein. So, jetzt ist die Ganache auch mit drin, alles schön untergerührt und jetzt ist unser Frosting bzw. die White Chocolate Buttercream auch schon fertig. An der Stelle ist es noch ein bisschen weich, aber ich gebe euch einen Tipp, falls ihr das besser verstreichen könnt auf dem Kuchen, wenn es etwas härter ist als das hier, dann gibt es einfach in den Kühlschrank für etwa 20 Minuten, rührt ständig um und dann könnt ihr das ganz einfach einstreichen. Um unsere Geburtstagstorte jetzt fertigzustellen, müssen wir zuallererst die Böden durchschneiden. Hier habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, damit eure Böden nicht austrocknen. Einfach etwas feuchtes Küchentuch drumherum legen oder in Frischhaltefolie einwickeln, je nachdem, was ihr gerade da habt. Und jetzt werde ich die einmal in der Mitte halbieren, sodass ich 4 Böden insgesamt erhalte. Und jetzt werden wir die Torte nur noch zusammenstellen. Ich habe mir hier dafür meine süße Tortenplatte zurechtgelegt. Das ist so eine kleine, meine Lieblingstortenplatte. Komm, zeig mir. Die hat der Hamza mir mal geholt. Ja. Und genau, da werde ich das Ganze stapeln und da müssen wir es auch nicht mehr hin und her transportieren. Jetzt nehme ich mir den ersten Boden, lege den drauf und dann geben wir da noch unsere Aprikosenmarmelade drauf und Mandarinen und anschließend die Creme und dann stapeln wir die immer so weiter. Und falls ihr es ganz gerade haben möchtet und so ein bisschen Hilfe braucht, dann gebt da ruhig so einen Backrahmen drumherum und dann könnt ihr das auch richtig ordentlich stapeln.
Und falls ihr euch jetzt fragt, ob ihr hier irgendwas austauschen könnt, das ist gar kein Thema. Falls ihr Kirschen da habt, gebt die gerne rein. Bananen passen auch super, Erdbeeren, Himbeeren, gerne auch Tiefkühlfrüchte. Und die Marmelade könnt ihr auch durch jede beliebige andere austauschen oder durch Nuss-Nougat-Creme, ist auch super lecker. Jetzt ist die Torte randvoll gefüllt. Jetzt gebe ich nur noch den Deckel oben drauf und zum Abschluss nehme ich gerne so ein richtig gerades Stück. Das ist der Tortenboden, also das untere Teil gewesen. Einfach drauf geben, Frischhaltefolie darüber geben, damit das auch nicht austrocknet. Und dann muss es einmal durchkühlen, am besten 1 bis 1,5 Stunden und dann machen wir weiter. So? Ja, weil viele sind immer ungeduldig und sagen, muss das so lange kühlen? Aber dann wird es einfach leckerer. So, also bis gleich. Nach der Kühlzeit müssen wir jetzt einmal das Äußere komplett einstreichen. Ich hatte die Buttercreme in der Zwischenzeit auch im Kühlschrank und jetzt ist der Kuchen richtig schön fest. Einmal schön glatt einstreichen und dann geht es nämlich weiter mit der finalen Dekoration. Sobald ihr dann mit der Torte zufrieden seid und sie rundherum eingestrichen habt, geben wir an den unteren Rand noch Konfetti oder Streusel, also essbares Konfetti, und danach wird sie wieder eingefroren. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die bunten Streusel. So ihr Lieben, meine Torte ist jetzt im Gefrierfach. Ich habe mir da wie gesagt ein bisschen Platz gemacht. Da dauert es ungefähr 20 Minuten, bis es hart wird. Im Kühlschrank denke ich so 30 bis 40 Minuten. Und einen Teil der Creme habe ich mir jetzt an die Seite getan in einem Spritzbeutel, damit ich gleich nochmal den Kuchen richtig schön dekorieren kann. Und für die weitere Dekoration, wir machen nämlich einen Drip Cake, benötigen wir außerdem noch weiße Kuvertüre, die habe ich fein gehackt, beziehungsweise ja ein bisschen gröber, aber das macht nichts. Außerdem etwas Sahne und hier habe ich pinke Lebensmittelfarbe, das ist Gelfarbe und die rühre ich sofort in die Sahne ein und anschließend wird die Sahne aufgekocht. Die Sahne habe ich jetzt erneut in der Mikrowelle aufkochen lassen. Das gleiche Prinzip wie gerade. Die gebe ich jetzt auch mit zur Kuvertüre, decke das ab und dann lassen wir das 5 Minuten stehen, etwas anschmelzen und dann wird das Ganze verrührt. Nach den 5 Minuten verrühren wir wieder alles miteinander, bis wir eine homogene Masse erhalten. Und so könnt ihr eben Ganache färben. Nur Kuvertüre färben mit Pastenfarbe funktioniert nicht, dann wird sich alles lösen und ihr würdet nur Klümpchen erhalten. Dafür braucht man schon so bestimmte Pulverfarbe, die fettlöslich ist. Aber das ist eben eine super Alternative. Dann braucht ihr keine Candy Melts kaufen, die sind ja auch nicht gerade günstig. Genau, und jetzt verrühre ich das miteinander und dann sehen wir mal das Endergebnis. Danke für den Tipp, Kiki. So, fertig eingefärbt und ich finde, die Farbe sieht richtig cool aus. Ihr könnt natürlich auch jede andere Farbe nehmen. Falls zum Beispiel jemand Geburtstag hat, der männlich ist, könnt ihr hier blaue Farbe reinmischen, ganz wie ihr möchtet. Oder jemand hat eine Lieblingsfarbe, das geht auch. Und jetzt gebe ich das einfach auf die Oberfläche und verteile das so mit meiner Winkelpalette, dass es an den Seiten runtertropft.
Nachdem wir unseren Drip runterfließen lassen haben, habe ich das nochmal kurz in den Kühlschrank gegeben, damit das fest wird. Das dauert auch nur 10 Minuten, also nicht allzu lang. Und jetzt geben wir die Creme noch drauf und dann haben wir den Kuchen fertig dekoriert. Und habe ich es euch nicht gesagt, wenn ihr diese Torte seht, dann werdet ihr sagen, das ist die ultimative Geburtstagstorte. Die schreit nur so nach Happy Birthday, finde ich. Für Mädchen aber nur. Genau, für Mädchen wegen der Farbe. Muss nicht sein. Vielleicht gibt es ja auch Jungs, die mögen Pink, Hamza. Kann ja auch sein. Ansonsten könnt ihr auch gerne andere Farben. Ah, da sagst du nichts mehr, ne? Auf jeden Fall super lecker. Ich kenne ja die Buttercreme schon, die gefällt mir super gut mit der weißen Schokolade, mit den Früchten, ein super Ausgleich und alle genauen Zutaten findet ihr hier unten in der Infobox. Ein Memo noch an mich selbst, nie wieder mit Fledermausärmeln Kuchen backen, also es ist total dreckig, ich kann es euch mal zeigen. Sieht man das? Ja, schade, egal. Man lernt ja auch immer was dazu. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Hinterlasst dem Video gerne ein Like und einen Kommentar und abonniert meinen Kanal kostenlos, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und dann freue ich mich, wenn wir uns auch beim nächsten Mal sehen. Tschüss! Kiki? Ja? Happy Birthday. Ist erst morgen, aber danke. Gerne doch.